Als hier längst Bauern in Mitteldeutschland sind, in der Gegend von Leipzig und Halle, etwa um 5500 vor Christus, findet im Norden Mitteleuropas, also an der Küste von Ost- und Nordsee in Skandinavien, immer noch jägerisches Leben statt. Gibt es sogenannte Mesolithiker, die natürlich auch von Mitteldeutschland verdrängt sind und die aber noch bis in die Altmark reichen, also in ein Gebiet mit Sandböden, das für die Bauern eigentlich unattraktiv und relativ uninteressant ist, bis zu einer Zeit, als hier ein gewisser Bevölkerungsdruck entsteht. Diese Mesolithiker leben in einer gewissen Koexistenz. Sie tauschen mit den Bauern. Sie haben die ersten Seuchenwellen, die die Bauern mitbrachten, überlebt. Aber plötzlich um 3700 erfinden sozusagen die Mesolithiker des Nordens den Ackerbau für sich. Sie übernehmen dem aus dem Süden, aber sie sind ungemein innovativ. Und das sieht man daran, dass sie etwas Fundamentales erfinden oder adaptieren, nämlich die tierische Zugkraft. Sie spannen kräftige Ochsen, Stiere ist nicht möglich, sondern Ochsen mit einem Joch vor einen Wagen oder vor eine Schleppe und sind so in der Lage, große, schwere Dinge zu bewegen. Und das ist für sie wichtig, denn sie benutzen gleichzeitig mit den Ochsen den Pflug. Und diesen Pflug, den erfinden sie sozusagen vor den verwöhnten, reichen Bauern auf guten Böden im Süden und sie können damit riesige Felder bestellen. Sie müssen sich vorstellen, im Süden muss man zwischen den Bäumen Hackbau betreiben, die abgebrannten Bäume natürlich, die man mit der Zeit beseitigt. Man benutzt also im Norden den Pflug, aber da steht etwas im Weg und zwar die großen eiszeitlichen Steinblöcke, die auf den Feldern liegen und man kommt auf eine ganz praktische Lösung, man erfindet die Megalithik. Das heißt, mit der Tierkraft, also mit den Ochsen, zieht man wahrscheinlich diese großen Steinblöcke aus den Feldern. Und da sind so viele Blöcke, dass man das über 300 Jahre macht. Das heißt, die Megalithik existiert von etwa 3700 vielleicht bis 3350, 3400 bei uns im Norden Deutschlands, bis alle Steine sozusagen, die geeignet sind, aufgebraucht sind. Und was baut man daraus? Man baut große Grabkammern und Langbetten, lange Hügel, zum Teil mit Steinen begrenzt. Und da macht man was Interessantes, keine individuellen, hierarchisierten Gräber, sondern Gemeinschaftsgräber bäuerlicher Gesellschaften. Wenn wir die analysiert haben, sind es in der Regel Verwandte, sind es Leute, die zusammengehören, die Leute von einem oder zwei Höfen, die diese gewaltige Energieleistung erbringen und dort dann gegebenenfalls über Jahrhunderte ihre Toten bestatten. Das heißt, diese steinernen Kammern sind begehbar. Man kann also dort reingehen und dort 100, 200, 300 Jahre lang seine Toten bestatten. Das bedeutet aber auch, dass die Skelette der Ahnen immer auf die Seite geräumt werden und immer kleine Beigaben hingestellt werden, dass Opferfeuer vor diesen Megalithanlagen gemacht werden. Und diese Megalithanlagen sehen wir heute noch in großer Zahl in Skandinavien an den Küsten. Bei uns in der Mitte Deutschlands, in Sachsen-Anhalt, sehen wir relativ wenige, weil ganz, ganz viele im 19. Jahrhundert zu Straßenschotter verarbeitet wurden. Und eigentlich sind nur die gut sichtbaren erhalten, die der Staat aufkaufte und die der Staat sozusagen bewahrte. Der Rest wurde wirtschaftlich verwendet oder die in den Wäldern nicht erreichbar waren, die damals unsichtbar waren, die sind sichtbar. Diese Megalithgräber lagen damals in der Regel an Straßen, so wie römische Gräber an Straßen liegen, dass man die Toten gleichsam sehen und besuchen kann. So lagen die Megalithgräber oder Hünenbetten in Reihen auf Straßen. Das ist hier an Straßen, das ist hier auch bei dem Grab in Lätze der Fall, das Herr Schauer rekonstruiert hat und wo ein tolles Modell gebaut wurde, das vor allem den Kindern gefällt, aber auch den Erwachsenen. Und ich bin der Meinung, Archäologie muss man veranschaulichen, sei es durch Zeichnungen, Bilder, Beschreibungen oder auch durch Modelle, und zwar immer mit der größtmöglichen wissenschaftlichen Präzision und Wahrscheinlichkeit, aber ohne einen Schuss Fantasie geht es nicht. Und überzeugen Sie sich, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Installation, auch dieser prähistorischen Landschaft und dieses Gemeinschaftswerkes von Menschen,
die doch relativ egalitär waren und gemeinsame Fürsorge für die Toten betrieben.